Hey, ich bin Feline und ich bin hier gerade in Zürich am Hauptbahnhof und steige hier hinter mir gleich in Europas ersten Nachtbus ein. Das bedeutet, dass ich meinen Sitz wohl komplett in ein Bett verwandeln kann und mein Ziel ist es, morgen ausgeruht und ausgeschlafen in Barcelona anzukommen. Ob das klappt, finden wir zusammen raus. Hallo. Okay, also ich habe jetzt schon eine E-Mail bekommen, dass der Bus eine Viertelstunde später abfährt. Ich kann hier auch so ein bisschen tracken, wo er ist. Er ist noch da, wo er sauber gemacht wird und vorbereitet wird. Ich hoffe, er kommt dann auch um 7:45, damit sich das nicht weiter nach hinten verzögert, aber let's see. Auch andere Reisende warten am Bahnhof. Vielleicht finde ich ja jemanden, der heute auch Nachtbus fährt. Bist du denn schon mal Nachtbus gefahren? Mit so einem, wo man auch so ein richtiges Bett drin hat? Nein, das wäre das erste Mal mit einem richtigen Bett. Also da musste man bisher einfach immer in den Sitzen schlafen, aber es ging schon. Mein Bett ist bequemer, seien wir ehrlich. Und wie haben Sie von dem Konzept mitbekommen? Früher gab es einen Nachtzug auf der gleichen Strecke und seitdem der eingestellt wurde, suche ich immer wieder nach einer ähnlichen Alternative. So zu spät war er dann gar nicht. Großes Gepäck kann unten verstaut werden, so wie man das auch von normalen Bussen kennt. Meinen Rucksack darf ich mit an Bord nehmen, nur irgendwas scheint nicht so zu funktionieren wie geplant. Okay, also ein Sitz ist wohl irgendwie kaputt, aber wir kriegen einen anderen. Also gehen wir mal zusammen hier hoch. Bei jedem Sitz gibt es kleine Knöpfe an der Seite, durch die sich der Sitz dann in das eigene Bett für die Nacht verwandeln kann. Wenn du etwas essen willst, kannst du deinen eigenen Tisch hier benutzen. Perfekt. Okay. Dieser Sitz funktioniert nicht, deswegen muss mein Kollege erst schauen, wo zwei funktionierende Sitze nebeneinander sind. Krass. Also als First-Timer kriegt man hier erstmal so eine komplette Einweisung, wie das funktioniert. Und sicher sind es nur zwei Knöpfe, aber der eine Sitz funktioniert halt leider nicht. Deswegen müssen wir gleich nochmal gucken, wo wir landen. Ich bin hier nicht alleine unterwegs. Maren ist mit mir hier, meine Unterstützung auf jeder Ebene. Und wir brauchen auf jeden Fall zwei Sitze, weil alleine ziehe ich das hier nicht durch. Und getrennt voneinander wollen wir auch nicht sitzen. Das Unternehmen Twiliner fährt aktuell mit 2 Bussen durch die Nacht. Der eine von Zürich nach Amsterdam und dann noch unserer von Zürich nach Barcelona. In der nächsten Nacht geht es dann jeweils wieder zurück und im Gang neben mir sitzt zufällig dieselbe Frau, die wir schon vorhin getroffen haben. Sie hat den Bus schon öfter genutzt. Ich kann fast mit Sicherheit sagen, dass wir zwischen einer halben Stunde und einer Stunde früher ankommen werden. Hey, cool, dann holen wir noch richtig Zeit raus. Ich bin sehr gespannt. Ein normaler Bus braucht 18 bis 23 Stunden für die Strecke. Das Flugzeug ca. 2 Stunden und der Zug mit mehreren Umstiegen 12 bis maximal sogar 25 Stunden. Unser Nachtbus ist da im Vergleich schneller mit insgesamt 14 Stunden Fahrzeit ohne Umstieg. Ich dachte, in der Zeit, wo wir jetzt warten, weil wir eh noch nicht wissen, wo wir letztendlich dann sitzen, schauen wir mal zusammen in diese Tasche. Und zwar haben wir hier einmal so eine Art, ja, ich denke mal Kopfkissenbezug oder so, würde ich jetzt einfach mal sagen. Das ist ein Kopfkissenbezug, das ist so eine Art Bettlaken, wenn man das hier auch zu einem richtigen Bett macht dann. Und dann haben wir natürlich eine Decke, das Wichtigste, ein Kissen. Und eine Kotztüte, die werde ich hoffentlich nicht brauchen. Ich starte meine Erkundungstour in die untere Etage. Hier am Eingang die Snack-Ecke für den kleinen Hunger. Ach, und hier sind auch umsonst die Ohrstöpsel. Perfekt. Und man kann Chips kaufen. Man kann sogar online bezahlen über einen QR-Code. Ich lehne hier auch schon am Klo. Das heißt, wenn wir mal pinkeln müssen heute Nacht, wissen wir auch schon, wohin mit uns. Das ist hier. Ich bin noch nie Business Class geflogen, aber so oder so ähnlich stelle ich mir das vor. Geräumig, hell und sehr modern. Hallo, können wir uns dann später die Zähnchen putzen. Und genau, das ist tatsächlich auch das einzige Klo in dem ganzen Bus. Ich werde neugierig, wer hier unten noch alles mitfährt. Direkt hinter der Snack-Ecke bei den Busfahrern gibt es noch 3 Plätze. Und auch hier sitzt jemand, der den Bus schon öfter genutzt hat. Ich frage, warum? Wenn man sich zum Beispiel vorstellt, man fliegt in der Nacht, dann kommt man vielleicht müde von der Reise an. Dann muss man erst ins Hotel und dann schläft man da, was wahrscheinlich bequemer ist, als im Bus zu schlafen. Aber das ist alles ziemlich umständlich. Hier sagt man einfach, okay, ich steige ein ohne Stress, schlafe und komme direkt im Zentrum von Barcelona an. Ich glaube nicht, dass Schnelligkeit und günstiger Preis die einzigen Kriterien sind, die zählen. Unser Bus kostet von Schweizer Franken umgerechnet zwischen 150 € und 250 € und ist so im Vergleich zu einem normalen Bus natürlich teurer und kostet auch mehr als das Flugzeug. Da gibt es schon Optionen ab 55 €. Der Zug ist ungefähr gleich teuer, braucht aber auch natürlich länger. Es ruckelt ganz schön, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob man sieht, aber ja, mir ist so ein bisschen übel geworden eben. Muss ich auch ein bisschen geradeaus gucken.
Ich selber kenne das Konzept Nachtbus schon von Reisen durch Südamerika oder Asien. Da ist das aber oft so, dass man entweder dicht an dicht liegt oder so komplette Kabinen mit Vorhängen für sich hat. Langsam bekomme ich Hunger. Zeit, das erste Feature an meinem Sitz zu testen. Wie war das jetzt nochmal mit dem Tisch? Der Mann hat es uns vorhin erklärt. Das geht schnell. Dieses Teil kann man hier festmachen, und zwar indem man hier diese Klappen ausklappt. Ich kann jetzt hier relativ gemütlich zu Abend essen, gerade ruckelt es auch nicht so dolle. Zack. Und ich würde sagen, das fühlt sich sehr komfortabel an. Das hat so ein bisschen Flugzeug-Vibes jetzt. Den Nudelsalat habe ich mir übrigens selbst mitgebracht. Gegen 8:45 erreichen wir unseren ersten Stopp in Bern, wo wir die restlichen Fahrgäste einladen. Danach fährt der Bus durch die Nacht ohne Stopp bis nach Spanien. Und wir sind gespannt, wo wir jetzt letztendlich sitzen dürfen, weil einer der von uns gebuchten Sitze ist ja nach wie vor kaputt. Alles klar, also wir haben es jetzt geklärt. Und zwar, wir erinnern uns, dieser Sitz funktioniert nicht. Allerdings hat Maren jetzt diesen Sitz von der netten Dame von vorhin bekommen. Haben so einen anderen Ringtausch jetzt gemacht, weil es anders nicht möglich war. 3 Sitze gehen nicht, 4 Sitze sind noch frei. Das heißt, von 21 Sitzen sind 7 nicht besetzt. Aber 14 Menschen fahren jetzt hier über Nacht nach Spanien. Und wir haben jetzt unsere Sitze und können jetzt hier bleiben. Das Busunternehmen hat für das Fahren im Liegen extra sogenannte Rückhaltesäcke entwickelt und sich das Ganze sogar patentieren lassen. In Deutschland ist Liegen-Busfahren gerade noch nicht erlaubt. Das will das Unternehmen aber in Zukunft ändern und irgendwann auch Strecken ab Deutschland anbieten. Wir testen jetzt mal, wie sich dieses Ganze dann wirklich in ein Bett verwandelt. Und zwar, das ist ja der magische Knopf. Ich drücke jetzt einfach mal drauf. Okay, ich muss ihn gar nicht gedrückt halten. Und jetzt passiert hier was. Es macht irgendwie verschiedene Sachen. Erst nach hinten, dann nach vorne, jetzt bei meinen Füßen. Passiert noch irgendwas? Oh Gott, meine Füße werden eingequetscht. Aber sonst, also ich fühle mich jetzt hier auch, als hätte ich so ein bisschen meinen Safe Space, ne? Einfach so durch diesen Sichtschutz und so. Aber gerade fühlt es sich fast so an, als würde ich quasi mit dem Kopf voll tief liegen. Also ich brauche gleich auf jeden Fall dieses Kissen. Und so langsam muss ich sagen, es hat sich auch schon eine Person beschwert. Es wird echt kalt hier drin wegen der Klima. Also ich werfe mich gleich mal in meinen Schlafanzug und dann brauche ich auch mein Deckchen, muss ich sagen. Aber ja, es ist echt eine komplette Liegeposition. Also man liegt echt komplett horizontal. Habe ich das jetzt kaputt gemacht eigentlich? Nee, ich glaube nicht. Stimmt ab in den Kommentaren. Langsam herrscht Schlafstimmung im Bus. Deswegen mache ich mich jetzt bettfertig und bin schon gespannt, wie dieser Rückhaltesack aussieht, der mich davor beschützen soll, bei einer Vollbremsung aus dem Sitz herauszurutschen. Da ist das gute Stück. Zack. Holen wir einmal hier raus. Das hier ist quasi unsere Verankerung, damit wir safe sind. Dann mache ich das hier wieder zu. Und jetzt muss ich das Teil mir so quasi um meine Füße stülpen. Das bedeutet, einmal hier so reinschlüpfen. So. Und jetzt habe ich quasi hier meine Gurte und befestige die jetzt hier. So. Und dann habe ich hier quasi so meinen kleinen Schlafsack, Rückhaltesack, der mich festhält, sollte was passieren. Zusätzlich habe ich natürlich hier drüben noch meinen richtigen Anschnallgurt. Und dann kann ich es mir eigentlich so richtig gemütlich machen, ne? Hier meine Decke. Und dann schnappe ich mir hier noch mein Kissen, ne? Wichtig. Und kann mich eigentlich dann auch direkt hier niederlassen. Also man spürt schon, dass man hier so vergurtet ist und in so einem Teil drin ist, aber ich finde, es liegt sich eigentlich ganz gut. Hier auch mit dem Kissen habe ich nicht mehr das Gefühl, als wäre mein Kopf so tiefer als der Rest. Deswegen, das ist eigentlich ganz cool. Eine kleine Schlafmaske, die gibt es hier nicht. Ohrenstöpsel haben wir umsonst, aber ja, in diesem Sinne würde ich mal sagen, gute Nacht und bis morgen. Drückt die Daumen, dass wir gut schlafen. Ich will noch gar nicht aufstehen. Guten Morgen, Leute. Wie spät ist es? Wir haben 7:30. Boah. Ich muss sagen, ich bin echt auch aufgewacht nachts. Und dieses Teil hier hat mich ein bisschen wahnsinnig gemacht. Hier dieses Zwischending, sieht man das? Das habe ich auf jeden Fall gemerkt. Aber ja, wenn man die ganzen Ruckler ignoriert, habe ich auf jeden Fall auch ein paar Stunden am Stück durchgeschlafen. Aber ich will nicht wissen, wie ich gerade aussehe. Ich mache mir jetzt gleich erstmal einen Kaffee, glaube ich. Wie hast du geschlafen, Maren? Ja? Also okay. Gut.
Guten Morgen. Natürlich interessiert mich, wie meine Mitreisenden geschlafen haben. Deswegen frage ich direkt mal authentisch im Schlafanzug, wie war die Nacht? Ja, auch schon besser, muss ich sagen. Ich hatte das Gefühl, es gab sehr viele Baustellen dieses Mal unterwegs und das war dann etwas ruckeliger und ich wach dann halt sehr schnell auf. Also ich muss auch sagen, ich habe mir keinen Oropax reingetan, aber halt eine Schlafmaske. Aber ich habe so auf der Seite liegen, so bei der Hüfte so ein bisschen so irgendwie immer so die Rucke so gemerkt. Ja, das habe ich tatsächlich erst bei der letzten Fahrt rausgefunden. Man muss ein bisschen weiter runterrutschen, damit die Hüfte eben nicht genau hier auf dieser harten Kante ist. Das hat mich ein bisschen daran erinnert, wie so im Zelt zu schlafen. Aber generell natürlich trotzdem cool. Wir sind jetzt, ich meine, wach und in Spanien. Der Tag kann beginnen. Ich finde das super. Sie steigt bei unserem ersten Stopp in Spanien aus, in Girona. Von hier aus brauchen wir nur noch 90 Minuten nach Barcelona. Mein Handy konnte ich problemlos über Nacht laden, WLAN gab es auch und ich habe auf jeden Fall besser geschlafen als in dem ein oder anderen Nachtzug in meinem Leben. Vor allem, weil hier niemand geschnarcht hat. Also ich würde sagen, man hat auf jeden Fall dieses Umkleideding, das ist deutlich öfter frei als das Bad mit dem Klo. Genug Platz, ist so ein bisschen random mit diesen Handtüchern, weil ich kann nicht so ganz sagen, welche jetzt, ich glaube, die sind halt benutzt, aber die sehen auch nicht mehr so. Ich nehme, glaube ich, das hier, das ist aber drüben auch leer. Und das Wasser, man braucht auf jeden Fall ein bisschen Geduld, aber es funktioniert. Das heißt, man macht es an. Ach, jetzt auf einmal geht's. Aber ihr seht schon, es ist ein bisschen gespenstisch. Ich habe schon mehrfach gehört, hier stand wohl mal eine richtige Kaffeemaschine, die ist aber leider kaputt gegangen. Deswegen steht hier nur noch Instant-Kaffee, Teebeutel, ein großer Pott heißes Wasser und ein einzelner Löffel. Dass dieser Löffel hier so rumliegt, ist natürlich auch ein bisschen wild, aber hey, beim Reisen ist man ja nicht pingelig. Natürlich wollen wir auch hier unten fragen, wie die Nacht war. Good morning. Good morning. How did you Wie hast du sleep? geschlafen? Ziemlich gut. Ja, eigentlich war das heute der beste Schlaf, den ich je in diesem Bus hatte. Hast du heute Nacht den Rückhaltesack ausprobiert? Ja, na klar, ich muss den doch anziehen, sonst ist es ja gefährlich. Ich habe das schon erlebt beim abrupten Bremsen. Jetzt kein Unfall oder so, dass ich mich dadurch wirklich sicher gefühlt habe. Ich bin gespannt, welche anderen Routen es noch geben wird. Aber ich denke, schon diese Strecke nach Barcelona und die nach Amsterdam bilden zusammen so etwas wie einen Weg quer durch Europa. Der Bus hat 2 Fahrer, die sich abwechseln. Sie berichten uns von Herausforderungen aus der vergangenen Nacht. Der Bus ist nämlich ziemlich hoch und kann nicht jede Umleitung fahren. Wir kennen die Autobahn, aber bei Umleitungen durch die Stadt gerät man in Schwierigkeiten, wenn man eine Straße verpasst. Und unsere Priorität ist die Sicherheit der Fahrgäste. Unsere genaue Ankunftszeit hier ist 9:45 Uhr, aber jetzt ist es 9:20 Uhr. Das passt doch. Wir sind früh dran. Ja, in 5 Minuten erreichen wir unser Ziel, Barcelona Busbahnhof. Wir sind in Barcelona angekommen. Einfach mit diesem Teil. Über Nacht eingeschlafen in der Schweiz, aufgewacht hier in Spanien. Das ist wirklich so verrückt. Wir gucken jetzt mal, wie schnell wir zum Strand kommen. Leute, da ist das Meer! Ja! Okay, wow. Sonne, Strand, Meer, richtig spanisches Flair und das nur 20 Minuten, nachdem wir hier am Busbahnhof angekommen sind. Mein Fazit, ich bin auf jeden Fall relativ ausgeruht hier angekommen. Klar, nachts ein paar Mal wach geworden und hier und da steckt das ganze Konzept noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Und es ist was völlig anderes, als Nachtzug oder Flugzeug zu benutzen. Wie ist das bei euch? Würdet ihr mit so einem Nachtbus fahren? Würdet ihr den Twiliner ausprobieren? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.